Wenn du oft unseren Kanal verfolgst, kennst du bestimmt schon einige Liebschau- und Prachtübungen gegen Knieschmerzen. Im Titel steht jetzt aber, kennt fast keiner. Wieso das denn? Einfach deswegen, weil ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht weiß, dass man sich mit diesen Übungen selbst helfen kann. Stattdessen nur Pillen, Spritzen und so weiter, was man so kennt. Deswegen mache jetzt mit und probiere diese 2 Übungen. Am Schluss lege ich nochmal einen drauf und zeige dir die Turbolader-Version davon. Vor den Übungen erkläre ich dir noch kurz, was da eigentlich passiert. Wir haben herausgefunden, dass wenn man den großen Oberschenkelmuskel, der das Bein streckt, und den dicken Wadenmuskel hier und hinten diese Linie, wenn man das entspannt, dass die meisten Schmerzen im Knie verschwinden. Und genau das setzen wir jetzt um. Jetzt spüre noch mal kurz rein. Bei was für einer Bewegung tut dein Knie weh? Vielleicht Treppen steigen, vielleicht laufen, vielleicht in die Hocke gehen. Geh mal direkt der Sache hinterher und versuch das für dich ein bisschen klar zu kriegen, dass du es gut spüren kannst, gut auslösen kannst. Dann hast du nämlich hinterher eine wunderbare Möglichkeit, es zu vergleichen. Es kann nämlich sein, dass es nach den beiden Übungen schon deutlich besser ist. Für die erste Übung gehst du auf die Matte, setzt dich so hin und wir üben jetzt fürs linke Knie. Wenn bei dir das rechte betroffen ist, machst du das Gleiche, aber eben rechts. Ja? Schau, geh ein bisschen zur Seite und beuge mal dein Knie. Und jetzt versuchst du, wie weit kannst du mit deinem Fußgelenk zum Boden gehen? Am besten wäre ziemlich dicht, vielleicht sogar anliegend. Es kann aber auch sein, dass dein Fuß hier schon sagt, oh, mehr geht nicht, gell? Dann akzeptierst du das und bleibst eben genau so. Also stelle erstmal dein Fußgelenk ein, dann stellen wir das Knie ein. Je nachdem, wie weit du in die Knie gehen kannst, vielleicht tut es hier schon weh, dann bleibst du so. Ja, wenn du hier schon merkst, oh, das zieht im Knie, das zieht im Oberschenkel, dann bleib genau so. Oder geh ein bisschen dichter oder noch ein bisschen dichter. Oder ich kann zum Beispiel schon direkt an die Ferse ran. Ja? Nummer 2, geh genau in deine Position und verharre da drin. Nummer 3, du ziehst jetzt deinen Bauchnabel immer weiter zurück. Der Sinn ist, dass wenn du mit dem Rumpf jetzt nach hinten gehst, nach hinten unten, dass dein Becken sich mitdreht. Und dann merkst du hier einen richtig dollen Dehnungszug im vorderen Oberschenkel. Und den wollen wir, weil die Regel ist, je mehr es zieht, desto besser wirkt die Übung. Ja? Es darf nur nicht zu stark ziehen. Also geh jetzt mal in allen 3 Einstellschrauben so weit an den Boden ran, an die Ferse ran mit dem Gesäß und mit dem Rumpf zurück, dass du die maximale Dehnung jetzt hast, die du gut ertragen kannst gerade noch. Und jetzt lassen wir erstmal diesem Riesenmuskel mit seinen vielen Faszien, mit dem ganzen Gewebe dort, Zeit nachzugeben. Woran merkst du das Nachgeben? Daran, dass die Intensität der Dehnung, wenn du in der gleichen Position bleibst, immer geringer wird. Weil dann gibt das nach. Und dadurch ist das weniger intensiv. Und so wie es weniger intensiv ist, kannst du noch ein bisschen weiter in die Dehnung gehen. Schau, dass du vielleicht das so koppelst, dass du beim Ausatmen die Dehnung etwas verstärkst, also nach hinten gehst. Denke daran, dass du den Bauchnabel mitnimmst, dass das Becken mitkippt. Du merkst es sofort. Wenn du den Bauchnabel mitnimmst, dann hast du gleich eine viel deutlichere Intensitätserhöhung, als wenn du nur oberhalb des Beckens mit der Wirbelsäule überstreckst. Nimm das Becken schön mit. Und jetzt schalten wir unser Krafttraining dazu. Das heißt, du drückst mit dem linken Fußrücken so fest wie möglich gegen den Boden, als wolltest du dein Bein strecken. Das kann im Fußgelenk wehtun, das kann im Knie wehtun, das kann im Oberschenkel mehr wehtun, vielleicht zieht es sogar bis in den Rücken rein. Bleib halt in dem gerade noch gut erträglichen Bereich, lass locker und geh noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Und dann nochmal, du drückst gegen den Boden, mit dem Vorfuß, mit dem ganzen Fußrücken, je nachdem wie dicht du schon am Boden bist, lässt wieder locker, gehst weiter rein und nochmal, du drückst gegen den Boden
Fester, 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 lässt locker und gehst weiter rein und atmest noch ein paar Mal tief ein und tief aus. Genießt die Dehnung und kommst dann langsam wieder aus der Position raus. Und jetzt kommen wir in die zweite Dehnung. Ich hatte vorhin am Skelett gezeigt, die Wade und das hintere Bein, das muss jetzt freigemacht werden. Jetzt nimm dir am besten mal einen Stuhl und jetzt passiert Folgendes. Geh mit dem Fuß, mit dem linken bei mir oder mit dem rechten, wenn es bei dir die rechte Seite ist, so ein Stückchen weg vom Stuhl. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir gehen mit dem Becken nach vorne. Und dann merkst du zunehmend immer einen größeren Zug in der oberen Wade. Bei mir fängt es jetzt an zu ziehen. Es kann aber sein, dass es bei dir schon hier anfängt. Ist egal. Ja, jeder übt in seiner Position. So. Und jetzt wollen wir aber gerne die Dehnung noch über die Wade hinweg haben. Jetzt gehst du mal ins Hohlkreuz. Jetzt mal ausnahmsweise absichtlich ins Hohlkreuz gehen. Und dann senkst du deinen Rumpf ab. Aber du musst jetzt total darauf achten, dass das Gesäß nicht zurückgeht. Das muss genau da bleiben, wo es ist, aber du senkst jetzt deinen Rumpf ab. Und jetzt merkst du, du bekommst noch mehr Spannung auch oberhalb der Kniekehle. Wenn das bei dir nicht fruchtet, wenn es bei dir zu spüren ist, dann bleib so. Wenn das nicht fruchtet, dann gehst du mal gegen eine Wand, gehst erst wieder in die Wadendehnung, gehst ins Hohlkreuz und gehst jetzt runter. Jetzt hast du nicht diese Begrenzung durch den Stuhl. Ich gebe zu, das wird alles ein bisschen nicht so einfach jetzt, aber die Wirkung ist halt viel besser, obwohl es umständlich ist. Nachher zeige ich dir noch, wie du diesen selben Effekt viel, viel einfacher erreichen kannst. Und jetzt merkst du die Dehnung in der Wade und in der Kniekehle, wenn du es gut eingestellt hast. Und da verstärken wir jetzt erstmal die Dehnung. Gehen immer weiter runter. Ich stehe halt mit dem Fuß sehr weit von der Wand weg, weil ich schon im Fußgelenk, also in der Wade, schon gut gedehnt bin. Es kann sein, dass du viel aufrechter stehst. Dann wäre es weit weniger anstrengend, dich so tief an der Wand zu halten. Du musst also nicht so tief stehen. Und jetzt fängst du an und drückst mal mit dem Vorfuß gegen den Boden. Vielleicht bist du ja noch am Stuhl, ja, egal wo du bist, drück mit dem Vorfuß gegen den Boden und verhindere, dass die Ferse sich abhebt. Lass wieder locker und geh weiter rein. Und nochmal, Vorfuß drückt gegen den Boden, als wolltest du auf die Zehenspitzen. Wenn es bequemer ist, kannst du auch so den Arm gegen die Wand lehnen. Lass locker und geh weiter rein. Und nochmal, Vorfuß drückt, locker lassen, weiter tief gehen mit dem Becken und weiter runter gehen mit dem Rumpf. Und nochmal ein bisschen reinatmen. Und dann langsam wieder rauskommen. Und jetzt lauf mal gleich direkt. Spür mal rein. Wie fühlt sich dein Knie an? Vergleiche wieder mit dem, was du vorhin, bevor wir die Übungen gemacht haben, was du da getestet hast, was sagt dein Schmerz, in welcher Position, beim Treppen hoch, Treppe runter, was auch immer. Probiere das mal. Und was sagst du? Was sagt dein Schmerz? Ist er weniger geworden schon? Ist das Knie freier geworden? Es kann sehr gut sein. Wenn es so ist, schreib mir einen Kommentar. Und wie gesagt, Begeisterungsdaumen freuen mich immer. Ansonsten habe ich noch was für dich. Klicke mal hier, da kommst du auf eine Knieroutine. Also mehrere Übungen, nicht nur 2. Probier die mal aus, wenn du Lust drauf hast. Und jetzt machen wir noch was ganz Besonderes. Jetzt kommen wir zu den Turbo-Varianten der beiden Übungen, die wir gemacht haben. Du brauchst dazu am besten einen Gürtel, ein Handtuch und ein paar Bücher. Leg das mal bereit. So, jetzt geht es darum, wir wollen die Arme länger machen. Wer schon die Schlaufe hat, der geht mit dem Fuß rein, macht einmal so einen Drill und kann dann gleich mit dem Daumen greifen.
Wenn du einen Gürtel hast oder ein Handtuch, dann nimm das Handtuch so, dass du beide Enden mit einer Hand dann fasst. Die Bücher, die legst du dorthin, wo jetzt der Knieretter liegt. Und, also falls du den Knieretter noch nicht hast, ansonsten nimmst du den natürlich. Und legst dich drauf. Jetzt erstmal gucken, ist mein Knie so ausgerichtet, dass meine Leiste unten am Boden liegt. Ja, Knie ist höher, Leiste muss an den Boden und jetzt fängst du an zu ziehen. Und wir machen ruhig mal jetzt so einen richtigen Durchgang da draus, vielleicht ein bisschen beschleunigt, dass du merkst, wie viel das bringt, sich so zu helfen mit diesen Hilfsmitteln. Ob jetzt die Original oder aus der Küche irgendwas oder aus deinem Bücherschrank, ist erstmal egal. Jetzt ziehst du immer weiter ran und du merkst, wow, da kommt aber ganz schön Zug drauf. Und das ist auch gut so. Und dann drückst du dagegen, du drückst richtig dagegen und lässt wieder locker und gehst weiter in die Dehnung und merkst, das ist besser und einfacher einzustellen als das, was wir da vorhin ohne Hilfsmittel gemacht haben. Weil jetzt können wir richtig schön dosieren, wie weit wir zusätzlich dazu, dass die Hüfte überstreckt ist, durch das hochgelegte Knie noch den Fuß zum Gesäß ziehen können. Ja? Das ist der eine Verstärker, die eine Turbo-Variante. Und jetzt die zweite Turbo-Variante. Du nimmst den Knieretter in der höchsten Einstellung mit allen 3 Keilen oder entsprechend Bücher. Sinn ist jetzt, dass dein Vorfuß hochgelegt ist, dass dein Fußgelenk vorgebeugt ist. Du wirst gleich merken, was es bewirkt. Ja? Und dann gehst du, egal was du benutzt, gehst du drauf und gehst erstmal mit dem Becken nach vorne. Und dann merkst du, oha, ganz schöner Zug auf der Wade. Und dann gehst du ins Hohlkreuz und gehst im Hohlkreuz nach unten. Und der Riesenvorteil ist jetzt, du hast den Schwerpunkt direkt über dem Fuß und du merkst, das merkst du von der Dehnung her, direkt die ganze hintere Beinlinie bis hoch zum Gesäß. Und da kommst du richtig gut in Dehnung und das macht richtig frei. Bleib mal einen Moment, auch wenn du auf Büchern stehst. Und geh mal immer tiefer rein. Wir spannen noch nicht mal gegen jetzt, wir machen so ein bisschen die Rasch-Variante. Boah, aber du merkst, wie intensiv das ist, gell? Und ich liebe dieses intensive Dehnen, weil das macht viel freier, als wenn es weniger intensiv ist. Ja klar, biologisch. Dann geh mal raus und hol dir gleich mal, oh, wie fühlt sich das an? Kriegst du es mit? Wenn du das fühlst, was ich fühle, schreib einen Kommentar. Und 3 Daumen kann man nicht geben, gell? Also dann einen richtig begeisterten, ganz dicken Daumen. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Das ist unser Knieretter. Ich bin richtig stolz auf den. Vor allen Dingen der mit der Schlaufe. Du kannst ganz schnell einstellen, kannst richtig arbeiten damit. Und die Armverlängerungsschlaufe. Das sind die Hilfsmittel, die wir entwickelt haben, damit deine Übungen dir leichter fallen, du sie effizienter machen kannst und sogar Zeit sparen kannst. Wenn du da Interesse an Infos hast, dann klickst du bitte hier oder gehst unter dem Video auf die entsprechenden Bilder und holst dir die Infos, die du haben möchtest. Hey, und Knieschmerzen nerven so sehr und du weißt, je älter wir werden, desto mehr tun die Knie weh und das Schlimme ist, wir können nicht mehr laufen und sitzen nur noch und das darf niemals passieren in diesem Leben. Deswegen erzähl das bitte allen, teil das Video, zeig den Leuten diese Übungen. Mach irgendwas, dass sie mitkriegen, was sie für sich selbst tun können. Das wäre super, super, super. Hier oben kannst du abonnieren, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast. Vergiss auch nicht die Alarmglocke, ja, dass angezeigt wird, wenn ein neues Video geschaltet ist. Und direkt auf den Knieretter und auf die Schlaufe kommst du, wenn du da klickst. Toll, dass du dabei warst. Ich hoffe, dein Knie fühlt sich schön frei an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.